Wo liegt das Mohrengebirge? Ging es in der barocken Hamburger Theaterszene immer friedlich zu? Worüber hat man im Opernhaus gelacht? Auch wenn Sie diese Fragen beantworten können, bleiben Sie die nächsten 10 Minuten bei uns und kommentieren Sie gerne unsere Beiträge, wenn Sie andere Antworten auf unsere Fragen haben oder mehr über die barocke Hamburger Oper wissen möchten. Oper am Gänsemarkt in Zeit. Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 30. Oktober 1724, ist auf dem berühmten hamburgischen Schauplatze, uns heute als Gänsemarktoper bekannt, die Oper Don Quixote in dem Mohrengebirge zu hören und zu sehen. Die Musik ist von Francesco Bartolomeo Conti, das italienische Libretto von Pietro Pariati und Apostolo Zeno, verfasst und uraufgeführt in Wien 1719. Die deutsche Übersetzung schreibt junger Dichter und später einer der bedeutendsten Hamburger Johanneum-Direktoren, Johann Samuel Müller, für eine Braunschweiger Aufführung im Jahr 1721. Ein Jahr später wird die Oper für Hamburg von Johann Mattison bearbeitet. Über Ballettmeister und Bühnenbildner ist uns nichts bekannt. Contis Oper ist eine herrliche Parodie auf die italienische Opera seria, die den berühmten Satirestoff von Miguel de Cervantes mit bestem Geschmack und Humor ins Rampenlicht rückt. Mehr über die Oper erfahren Sie gleich. Zuerst schauen wir in die Tageszeitung Relationskurier, was man so an diesem Tag alles erfährt. Aus Turin berichtet man von einer brennenden Hitze, durch die sehr viele Menschen von hitzigen Fiebern und anderen Krankheiten angegriffen wurden. Man befürchtet einen tödlichen Herbst und Winter. Zu Straßburg hat man einen fremden Ingenieur attrapiert, also erwischt, welcher beschäftigt war, die unterirdischen Fortifikationswerke selbiger Stadt abzuzeichnen. Und im Anzeigenteil lesen wir, dass in der Grünen Straße am Ecke von der Brandstwiete die Herren Liebhaber mit frischen holsteinischen Austern bei Quantität und Hunderten können akkommodiert werden. Und dann ging man in die Oper. Der Vorhang geht auf und wir finden uns in einem sonderbaren Wald wieder. Wahrscheinlich ist das Mohrengebirge, was wir im Operntitel bereits gelesen haben. Der tapfere Ritter Don Quixote und sein treuer Schildknappe Sancho Panza sind auf ihrer Abenteuerreise und begegnen einem anderen Ritter, der vor Liebe verrückt geworden ist. Seine Geliebte wurde ihm genommen. Unser Held Don Quixote beschließt, auch verrückt vor Liebe zu werden. Er sehnt sich ja nach seiner Dulcinea. In seiner Sehnsucht wird er immer schlimmer, sodass seine Freunde, die in der Handlung nach und nach eintreffen und ihre mal mehr, mal weniger erfolgreiche Liebesgeschichten offenbaren, beschließen, Don Quixote durch List nach Hause zu bringen. Zu dieser List gehören unterschiedliche Verkleidungsszenen oder groteske Kämpfe des irrenden Ritters. Zum Beispiel der mit den Weinschläuchen, die er für den tyrannischen Riesen Pandafilando hält. Oder Don Quixotes mutiges Eingreifen ins Puppenspiel, wo ein königliches Paar von Mauren verfolgt wird und er allen Puppen die Köpfe abschneidet. Oder seine misslungene Rettungsaktion von einer Dienerin, wobei Don Quixote am Ende verzweifelt aus dem Fenster baumelt, an einer Hand festgebunden. Schließlich wird unser Held von dem verkleideten Ritter Cardenio, gespielten Riesen Pandafilando, besiegt. Er verurteilt Don Quixote zur Rückkehr nach Hause und sperrt ihn in einen Käfig, der ihn dorthin bringen wird. Don Quixotes Freunde erklären ihm ihre List, aber er deutet alles, was geschehen ist, als Ergebnis von Zauberei. Als er in seinem Käfig weggebracht wird, warnt der Schlusschor das Publikum, sich nicht über ihn lustig zu machen, denn es gibt viele Menschen, die noch verrückter sind als er.
dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Erstens ein Wald an dem Fuße eines Berges, zweitens eine Landschaft mit einem Dorfe in der Ferne, drittens ein Wald mit einer finsteren Höhle, viertens eine schöne Grotte im Wirtshause, fünftens das Wirtshaus mit dessen Vorderplatze, sechstens das inwendige Hof des Wirtshauses illuminiert, siebtens ein anderer Teil des inwendigen Hofes und achtens ein schöner Garten. Der Titel der Oper geht auf die spanisch-italienische Originalbezeichnung Don Quixote in Sierra Morena zurück, was zu Barockdeutsch als Don Quixote in die Mohrengebirge übersetzt wurde. Gemeint ist ein Mittelgebirge im Süden Spaniens, das etwa zwischen Andalusien und Kastilien liegt. Diese Gegend wurde im 8. Jahrhundert nach Christus von Mauren, also arabisch-Nordafrikanern, erobert. Man bezeichnete sie damals ebenfalls als Mohren oder Sarazinen. Im 13. Jahrhundert vertrieben die christlichen Heeren sie von der Iberischen Halbinsel. Anfang des 17. Jahrhunderts, in der Entstehungszeit der Oper in Italien, erschuf in Spanien Miguel de Cervantes eins der populärsten Literaturwerke der Geschichte, den sinnreichen Junker Don Quixote, in 2 Büchern. Die Sierra Morena wird hier als eine Art Terra Incognita wegen ihrer Abgeschiedenheit, vieler geheimnisvollen Höhlen und der unter arabischer Herrschaft entstandenen Bergwerke mystifiziert und romantisiert. Die Oper besteht aus 5 Handlungen, wir sagen heute Akten dazu, dafür sind sie aber ziemlich kurz und beinhalten 1 bis 2 Veränderungen, also Kulissenwechsel. Wir werden als Zuschauer durch scheinbare Ernsthaftigkeit vieler Vorträge veräppelt und dürfen uns auch beim gegenseitigen Veräppeln der Charaktere auf der Bühne bestens unterhalten. Durch Johann Mattheson abgeschrieben und bearbeitet sind in der Oper alle Arien italienisch, dafür die Volksszenen und Dialoge deutsch. Mattheson schreibt im Vorwort zum Opernlibretto über Conti, der Vizekapellmeister am Wiener Hof war: Er hat darin so künstlich zu scherzen und so scherzhaft zu künsteln gewusst, dass sich auch ein Kenner bloß bei dem Anblick gewisser Sätze des Lachens kaum enthalten und doch dabei nicht umhin kann, die große Geschicklichkeit des Verfassers am Ende ganz ernsthaft zu bewundern. Contis Oper Don Quixote in dem Mohrengebirge hat auf die Hamburger Operngrößen wie Kaiser, Telemann oder Mattheson eine nachhaltige Wirkung ausgeübt, was sich im satirischen, komischen, aber auch im musikalischen Stil dieser Komponisten niedergeschlagen hat. Bei diesem Opernwerk kam es in der Hamburger Theaterszene zu einem Eklat. Nach einem anonymen Satireartikel im Journal Der Patriot, den vermutlich Telemann, Brockes und Weichmann über die Streitigkeiten zwischen den Operndirektoren von Wytch und Ahlefeld verfasst haben, wurde die Marionettenszene in der Oper Don Quixote um ein gegen die 3 Verfasser gerichtetes Intermezzo mit einem Wettkampf erweitert. Dieses wurde allerdings vom Senat verboten. Die Oper aber wurde in Hamburg mindestens 27 Mal bis 1737 aufgeführt. Am Ende der Oper singt es der Chor sehr lehrreich: Don Quixote, den wir belachen, ist gewiss kein Narr allein. Mancher kann es närrischer machen, bildet er sich's gleich nicht ein. Oh, wie viel sind seinesgleichen, die ihm nicht am Torheit weichen. Am 15. November berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Romulus und Remus von Giovanni Porta und Johann Paul Kuntzen in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald.